In diesem Video wollen wir einen Expert Advisor erstellen, der in der Lage ist, eine horizontale Linie über der höchsten der letzten 100 Kerzen zu zeichnen. Also schauen wir mal, wie man so etwas mit MQL5 programmieren kann. In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der die höchste Kerze innerhalb der letzten 100 Kerzen identifiziert und eine horizontale Linie auf dem höchsten Kursniveau zieht. Sehen wir uns an, wie wir das machen können. Wir starten Meta-Editor, indem wir auf das kleine Symbol klicken oder F4 drücken. Zunächst definieren wir die Funktion onTick, die jedes Mal aufgerufen wird, wenn ein neuer Tick für das Symbol empfangen wird. Innerhalb dieser Funktion erstellen wir ein Array namens Price Information, um die Kursdaten zu speichern. Anschließend sortieren wir dieses Array von der aktuellen Kerze abwärts mit ArraySetAsSeries, wobei der zweite Parameter auf True gesetzt ist. Als nächstes füllen wir das Array Price Information mit den Kursdaten für das aktuelle Symbol und den aktuellen Zeitraum, indem wir Copy Rates aufrufen. Wir geben das Symbol und den Zeitraum mit Symbol und Period an, beginnen mit der aktuellen Kerze, Shift-Wert 0 und kopieren die Daten für die letzten 100 Kerzen. Die Daten werden in dem Array Price Information gespeichert. Anschließend erstellen wir eine Variable namens HighestCandle, um den Index der höchsten Kerze zu speichern. Außerdem erstellen wir ein weiteres Array namens High, um die Höchstkurse der Kerzen zu speichern. Auch dieses Array wird mit ArraySetAsSeries von der aktuellen Kerze abwärts sortiert. Wir füllen das Array High mit den Höchstkursen der letzten 100 Kerzen, indem wir Copy High aufrufen und dabei das Symbol, den Zeitraum, den Shift-Wert 0 und die Anzahl der Kerzen 100 angeben. Die Höchstkurse werden im Array High gespeichert. Um die höchste Kerze zu finden, verwenden wir die Funktion ArrayMaximum, die den Index des höchsten Wertes im Array High zurückgibt. Wir übergeben das Array High, den Startindex 0 und die Anzahl der Elemente 100 an ArrayMaximum. Der Index der höchsten Kerze wird in der Variablen HighestCandle gespeichert. Als nächstes erstellen wir mit ObjectCreate ein horizontales Linienobjekt namens Line1. Wir geben das Symbol, den Objektnamen, den Objekttyp OBHAL1 und die Koordinaten für die Linie an. Die Linie wird auf dem höchsten Kursniveau der höchsten Kerze platziert, auf die wir mit Price Information HighestCandle High zugreifen. Wir setzen die Farbe der Linie mit ObjectSetInteger mit der Eigenschaft OBJPropColor und dem Farbwert CLR Magenta auf Magenta. Außerdem stellen wir die Breite der Linie mit ObjectSetInteger und der Eigenschaft OBPropWidth auf 3 ein. Um sicherzustellen, dass die Linie korrekt positioniert ist, rufen wir ObjectMove auf und geben dabei das Symbol, den Objektnamen, den Verschiebungswert 0 und die Koordinaten für die Linie an. Die Linie wird auf das höchste Kursniveau der höchsten Kerze verschoben. Zum Schluss zeigen wir auf dem Chart einen Kommentar an, der den Index der höchsten Kerze und den höchsten Preis anzeigt, indem wir die Funktion Kommentar verwenden. Nachdem wir den Code geschrieben haben, drücken wir F7, um ihn zu kompilieren. Wenn Ihnen das zu schnell ging oder Sie nicht verstehen, was der ganze Code bewirkt, sollten Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder zuerst eines der Grundlagenvideos. Wenn die Kompilierung erfolgreich ist, kehren wir zu MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. Zurück in MetaTrader drücken wir STRG und R, um den Strategietester zu starten, wählen den soeben erstellten Expert Advisor aus, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Wir sollten den Expert Advisor auf dem Chart sehen. Wenn Sie bereits Premium-Kursmitglied sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns eine E-Mail schicken. In diesem Video haben wir gelernt, wie man mit ein paar Zeilen MQL-Code einen Expert Advisor erstellt, der die höchste Kerze innerhalb der letzten 100 Kerzen identifiziert und eine horizontale Linie auf dem höchsten Kursniveau zieht. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Okay, ich hoffe, das hat funktioniert. Meine horizontale Linie ist jetzt zu sehen. Wenn Ihnen das zu schnell ging oder wenn Sie Fragen haben, dann können Sie uns gerne kontaktieren. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video.